Ach ja, 1970, ja. Ach, guck mal. Oh, die Zukunft ruft an. Ey, was ist da los? Ja, hallo? Wow, der neue Katalog für 2050 ist draußen. Oh, guck mal, und die Ultra Tuff Tuff 3000. Oh, ich glaube, die hole ich mir. Ich glaube, die bestelle ich mir direkt vor. Wahnsinn. So, und damit herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute wollte ich euch mal mit auf eine kleine Zeitreise nehmen. Und zwar so ein bisschen einfach kurz auf die Kataloggestaltung, jetzt in dem Fall von Märklin gehen. Das heißt, wir haben einmal 1970, 2000 und 2023 sowie auch einen Ausblick für 2050. Aber das nur als kleiner Spaß nebenbei gemerkt. Und aber auch auf die Modelle werden wir eingehen. Weil als Hintergrund, wir haben ja überall in der heutigen Zeit Innovationen, also zu einem Automobilbereich, im technischen Segment, sei es jetzt Smartphone, sei es jetzt Computer und allem drum und dran. Überall sagt man immer, wie innovativ das alles ist, wie da die Entwicklung war und allem drum und dran. Und das Eisenbahn jetzt vielleicht als Nischenthema fällt dann immer hinten runter. Und da gab es ja doch einige Innovationen beziehungsweise einfach Veränderungen im Laufe der Jahrzehnte, auf die ich hier einfach ganz kurz in dem Video hier eingehen möchte. Deswegen, wir fangen hier direkt mal an mit einem Katalog von 1970. Ihr seht damals auch eine Mark Schutzgebühr. Und da können wir einfach kurz ein bisschen durchgehen. Da gab es Startpackungen. Es gab auch noch so Zugsets und allem drum und dran. Auch Anlagen wurden zum Teil gezeigt. Und hier seht ihr auch schon, welche Loks es damals gibt oder gab vielmehr. Jetzt gibt natürlich noch viel mehr. Also wir können uns hier richtig, könnte man jetzt eine Katalogstunde quasi draus machen. Falls es gewünscht ist, gerne in die Kommentare. Und ich wollte es bewusst kurz machen, damit ich euch einfach eine kurze Zeitreise der letzten Jahrzehnte von Märklin geben kann. Und jetzt seht ihr, hier habe ich eine gute alte 3000er. Also seht ihr hier, die hat damals 27 Mark gekostet, wobei das damals viel Geld war, muss man dazu sagen, hat sich einiges geändert. Und ihr seht, hier habe ich eine mit dabei, wie einfach die eigentlich auch gehalten ist. Also man sieht, es ist eigentlich, das meiste ist in schwarz, wir haben rote Akzente, wir haben hinten keine Beleuchtung, aber das ist eine richtig schöne, knuffige Lok, mit der man auch als Kind sehr viel Spaß gehabt hat, muss ich dazu sagen. Und ja, also sehr einfach gehalten und jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir das Ganze auch technisch mal aus. So, ihr seht, ich habe jetzt hier meine 3000er aufgegleist. Ist natürlich die Baureihe 89. Und jetzt fahren wir hier einfach mit dem Oldschool Transformator. Man hört schon, die Lok läuft rauer. Das liegt aber auf der einen Seite, man müsste sicherlich auch mal warten über die Zeit. Aber einfach auch von dem ganzen Motor und von dem Umschaltrelais, alles drum dran, das waren dann wirklich Zeiten, ja. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir die Lok einfach mal auf. Und ihr seht, das ist das Innenleben von damaligen Lokomotiven. Also wir haben den Motor, also Wechselstrommotor, deswegen haben wir auch die Spule hier hinten noch mit dabei. Und dann haben wir hier das Umschaltrelais und hier nochmal die Lampe. Also von dem her, um das Ganze mal in Action zu sehen, hat sich dieses Blech eben durch diese Spule, das ist quasi das Relais, was immer diesen Umschaltimpuls gibt. Ui, hat sie keinen Strom. Damit hat man früher so gespielt. Ganz einfache Elektrotechnik, keine Digitaltechnik, ganz analog und hat auch viel Freude bereitet. Jetzt gehen wir aber weiter in die nächste Zeit. So, hier habe ich jetzt einen Katalog
Gesamtprogramm 2000, 2001. Und ja, lasst uns da einfach mal ein bisschen reingucken, weil das waren damals wirklich andere Aufmachungen. Da haben wir schon mehr letzten Endes solche Highlights dementsprechend. Und ihr seht auch, es gab damals das Hobbyprogramm. Also wenn wir hier mal rübergehen, da sehen wir auch dann zum Teil ältere Lokomotiven. Und hier haben wir auch unsere 3000er, unsere Tenner-Lokomotive der Baureihe 89 im Hobbyprogramm, also im quasi damaligen Start-up. Extra günstige Lokomotiven, würde ich mal sagen, auch gerade für ja, Kinder oder Jugendliche, die auch nicht so viel Geld haben, weil natürlich gab es auch hochpreisige Digitallokomotiven oder eben das Delta-System, was man dann immer an diesem Symbol dann ausmachen konnte. Und eine Vertreterin habe ich mitgebracht aus dieser Zeit, nämlich hier die Baureihe 41 aus einem Startset. Und die habe ich jetzt mal hier mitgebracht. Die habe ich damals als Jugendlicher gebraucht bei einem Händler in München, glaube ich, gekauft. Habe ich extra drauf gespart. Und wirklich eine sehr, sehr schöne Lokomotive. Und jetzt gerade im Vergleich, wenn wir vorher uns noch daran erinnern, wir haben die 3000er gehabt und wir haben jetzt schon viel, viel mehr farbliche Akzente. Also wir haben auch das ganze Gestänge ist viel filigraner. Wir haben unten sogar diese weißen Flecken, die ihr seht. Sind LEDs. Das heißt, da haben wir dann eine Fahrwerksbeleuchtung schon gehabt, die standardmäßig mit dabei war. Wir haben viel mehr Bedruckungsthemen auch mit dabei. Scheiben eingesetzt, wobei ich das nicht weiß, ob es es damals auch schon doch gab, weil auch gab es auch natürlich bei V200 allem drum und dran, beziehungsweise die Dampfloks, weiß ich gar nicht mehr unbedingt, aber bei den Dieselloks und E-Loks gab es natürlich, also auch E03 und allem drum und dran, die hatten ja auch alle Fenster. Aber es ist alles viel, viel feiner ausgemacht. Also ihr seht auch schon auch vorne sozusagen Andeutung von Kupplungen. Also da hat sich echt einiges getan. Und die Lok hat auch einen Delta-Decoder. Oder hatte einen, viel besser, viel mehr gesagt. Genau, jetzt wollte ich euch mal hier zeigen, wie sich da quasi die Lok anhört in der Hinsicht. Ich habe die vor geraumer Zeit auch umgebaut mit einem neueren Decoder, sodass diese natürlich dann, die habt ihr vielleicht in einem oder anderen Video von mir auf meiner Anlage fahren sehen. Hatte aber, wie gesagt, einen Delta-Decoder, auch relativ lange Zeit. Aber einfach vom Geräusch, wir haben vorher das relativ kernige Geräusch vom Wechselstrommotor, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen mangelnde Wartung, beziehungsweise auch vom Alter, muss man dazu sagen. Einfach nochmal gesagt, und auch natürlich das Metallgleis ist jetzt auch kein Leisetreter, aber das war einfach damals die schöne Zeit. Da war wirklich Eisenbahn, da hat sich keiner Gedanken gemacht, dann wie viel Lagen Dämmung brauche ich, damit ich nichts mehr höre. Sondern man hat einfach auf die Platte vielleicht dann drauf gemacht. Vielleicht hat man nochmal irgendwie Kork drunter gemacht, hat dann mit irgendwelchen Holzscheiteln dann die Berge oder die Höhen dementsprechend überwunden und dann war das gut. Also von dem her hören wir uns jetzt mal wie der Hochleistungsmotor, die Lok hat. Damals leider mit, wie gesagt, also der Delta-Motor ist ja auch ein Wechselstrommotor, also Delta-Lokomotiven hatten auch immer einen Wechselstrommotor, so umgesagt. Aber können Sie auch den Hochleistungsmotor mal anhören. So, hört sich ja gut an. Und noch ein Blick in die Technik rein. Da habe ich hier mal eine 218er aus einer Startpackung, die auf Basis einer 216er ist. Und hier seht ihr schon, so sah auch diese Dampflok aus innen drin. Das heißt, wir haben hier den ganz normalen Wechselstrommotor und hier den Delta-Decoder, wo man hier eben bei den Schaltern hier quasi mit einem Schraubendreher diese nach oben oder nach unten, ich hoffe, das sieht man, machen konnte und dementsprechend dann nach oben oder nach unten machen konnte und dementsprechend dann auch die
Adresse einstellen konnte. So. Und wir gehen weiter ins nächste Jahr. So, jetzt sind wir im Jahr 2023 angekommen. Sommerneuheiten 2023 hier. Weil ich habe da auch das passende Modell dazu. Deswegen habe ich gesagt, komm, nehme ich jetzt hier raus das Ganze. Und ihr seht auch schon hier, die Aufmachung im Katalog ist schon ganz, ganz anders. Auch die Bilder und allem drum und dran. Also es ist wirklich was anderes. Und hier kommen wir jetzt zur Baureihe 7810, um die es geht. Wir haben auch hier jetzt diese ganzen verschiedenen, nochmal, was früher Highlights im Jahr 2000 war, haben wir jetzt das Ganze auf einen Blick und auch die ganzen digitalen Funktionen, die jetzt diese Lok auch hat. Das heißt, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Und jetzt angekommen im Jahr 2023 haben wir jetzt ganz, ganz feines Gestänge. Wir haben viele angesetzte Details. Auch oben jede Menge Leitungen, die jetzt nicht nur am Gehäuse angegossen sind, sondern auch, ihr seht, die sind wirklich dreidimensional. Also gerade wenn ich hier oben das anschaue. Auch für den Lampen her und den angesetzten Details viel, viel mehr. Beschriftung auch nochmal klarer. Die Kohle sieht auch nochmal, vielleicht, also würde ich sagen, nochmal echter aus. Also hat sich echt einiges getan. Und jetzt wollen wir uns mal die Funktionen angucken. So, wir haben die Lok aufgegleist und jetzt fahren wir mal. Erstmal ohne Sound. Und dann, also ihr hört schon, auch da hat sich einiges entwickelt von der Technik her. Es ist doch sehr, sehr leise geworden, ist alles. Und das können heutzutage auch die Loks eben mit den ganzen Soundfunktionen. Das gab es natürlich vorher auch schon ein bisschen, hat sich dann ja über die Jahre entwickelt, aber ich muss ehrlich sagen, das sind schon Innovationen. Also sei es jetzt, wir haben uns ja angeguckt jetzt vom Design und von der technischen Seite her können wir jetzt diese Lok hier hernehmen. Ich habe jetzt mal die Lok aufgemacht, die 41er, die ich umgebaut hatte. Und ihr seht schon, hier, wir haben keine Schalter mehr. Das wird alles quasi über die Programmierfunktion dann in der, zum Beispiel hier bei mir Mobile Station gemacht. Und womöglich, jetzt die Lok hat keinen Sound, ist dann darunter oder darüber einfach noch ein Lautsprecher dran. Deswegen hat sich auch einiges getan. Von dem her das als kleine Ergänzung noch. Und ja, jetzt haben wir uns wirklich eine kleine Zeitreise gegönnt. Also wir haben uns diese Designs angeguckt, wir haben uns die Technik angeguckt. Auch vom Fahrgeräusch, wie das Ganze entwickelt hat. Ich muss sagen, jetzt von meiner Seite aus, ja, hat sich schon einiges getan. Man muss aber auch ehrlich dazu sagen, auch als Kind, und ich habe früher die M-Gleis-Anlage von meinem Papa gehabt, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch mit einem Umschalter, ohne Sound, einfach nur Licht, im Dunkeln die Züge übers laute M-Gleis holpern zu lassen. Und es muss nicht immer unbedingt Sound sein, ist aber natürlich eine schöne Innovation, muss man dazu sagen. Heutzutage vielleicht auch nicht mehr wegdenkbar. Auch mit Rauchfunktion, alles was mit dazu geht, ist wirklich, hat sich echt viel entwickelt. Bin gespannt, wie es da weitergeht und freue mich drauf. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei einem der schönsten Hobbys der Welt. Und wir hören uns wieder. Hoffe, euch hat die kleine Zeitreise gefallen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, wir haben ja noch 2050. Und da habe ich euch ja bereits gezeigt im Eingangsding, so könnte doch ein vielleicht Märklin-Katalog, ich weiß es nicht, in der Zukunft aussehen. Also wir haben hier sogar noch modifizierte Dampfloks in, ich weiß nicht was, ja, könnte auch sein, also hier auf jeden Fall diese beiden und jede Menge Hochgeschwindigkeitszüge.
So können Sie doch einen Katalog ausschauen. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das Bild, muss man dazu sagen, habe ich mit KI ja, gestalten lassen. Von dem her, schauen wir mal, ob es wirklich so eintritt. In dieser Hinsicht, macht es gut. Ciao, ciao. Gut, also so wird es jetzt ausschauen. Blätter mal. Das ist jetzt der zweite Test. Wunderschöne Lok sieht man hier. Waggons. Waggons. Schöne alte Zeit. Rufst du an? Das ist jetzt schon viel zu lang, das können wir schon wieder. Das mache ich nochmal. Das ist viel zu. Wow, der neue Katalog für 2050 ist draußen. Also die Ultra Puff. Da kann ich nicht